So, willkommen zum neuen Video. Heute geht es um ein spezielles Thema. Ihr habt es vielleicht gehört, wir gehen wieder auf Roadtrip, wir gehen wieder campen. Und dort haben wir ja einige Erfahrungen schon gemacht und haben so ein bisschen Schlüsse daraus gezogen. Der eine Schluss, den sehen wir gerade, wenn wir uns überlegt haben für den jetzigen Roadtrip. Da brauchen wir den Bär. Also um die Töbel müssen wir uns ja keine Gedanken machen, also zumindest ich nicht. Ich meine, so die Blase zuverlässigste Reisemobil Sitz erfunden worden ist, das ist natürlich kein Thema. Wo wir uns noch Gedanken gemacht haben, ist beim Schlafen. Dort haben wir ja Zelt gehabt, was ja absolut geil ist, ein bisschen campen. Der Marvin hat sich aber beschwert, ja, wie sein Küsse und sehr unbequem gewesen. Jetzt habe ich etwas organisiert für ihn, eine super Idee gehabt, weil der Köbi, der ist ein kleiner Glamper. Und er hat einen kleinen Camper. Schau dir das Ding an, Mann. Mofa-Anhänger Wohnmobil. Das da ist richtig abgefahren. Das Ding hier ein Eigenbau, gar nicht so schwer, wie es aussieht. Und es ist auf dem Straßenverkehr zugelassen. Es hat sogar einen Stromanschluss. Ich glaube, das ist, wenn man auf einem Camping ist oder so. Wird innen dran Licht haben. Innen dran gehen wir und jetzt gerade über den Stein eingeschnetzelt. Wir stellen uns hier am besten mal auf den Parkplatz stellen. Lustigerweise ist der Anhänger grösser im Rieb sein Auto. Und jetzt gebe ich euch da drinnen am besten mal eine Roomtour. Schauen wir miteinander hier und checken ab, was da alles in dem Schätzchen drinnen ist. Der wird hier kommen. Jetzt muss das Ding irgendwie stehen. Ich glaube, mit denen hier kann man den ausbalancieren. Übrigens, Blinker hat das Ding auch. Köbis war schon dreckig. Also, weißt du, da hinten? Und dann kannst du echt die ganze Länge einlegen. Alter, das Ding hat ein WC drin. Was ist das, Mann? Was hat ein WC da drin? Ob da schon mal jemand reingeschifft hat? Nimmt man Küsse? Affengeil. Ich weiss jetzt nicht, ob ich das WC unbedingt neben mir wollen, aber da könntest du gut schlafen. Dann hängt man Marvin einfach hinten an und dann kann er mit dem Dampfschiff und dem Anhänger, dem Wohnwagenanhänger, auf einen nächsten Roadtrip gehen, oder? Platz für Gepäck hat es übrigens auch. Aber den müssen wir mitnehmen, Roger. Was würdet ihr sagen? Und das Ding mitnehmen auf einen Roadtrip? Ich würde an die Blase anhängen. Dann nimmst du ein Stück Weißdraht und dann tüdelst das so rum. Ja, die Blase wird vielleicht ein bisschen schwieriger. Rein von da könnte man anmachen. Das ist ein bisschen scheiße für Bodenwellen. Da oben wäre es besser. Ich sage mal, wenn es einen Reisehobel, der gehört der hin. Da könnte man eigentlich auch mal als Projekt machen. Wohnwagenanhänger, was meine ich da? Selber bauen. Ich fände es geil. Jetzt haben wir eigentlich genug gelabert. Jetzt müssen wir das Ding auch ausprobieren. Das heisst, schauen, dass wir noch ein paar Spännchen finden, auf die Höbel schwingen, Anhänger anhängen, irgendwo in den Wald bröteln und campen. Let's go. Ja, Marvin, was meinst du, Wohnwagen? Affengeiles Gefährt. Im Leben fahre ich mit dem Ding kein Roadtrip. Ein geiles Gefährt. Safe nicht. Also es ist richtig gefährlich mit Da müssen wir noch mal drüber reden. Richtig gefährlich. Ich bin definitiv dagegen. Der ist ja lebensgefährlich. Kriminell. Nee. Scheibe. Ich mach da schon was. Schaust du? Ja, ja, vielleicht. Dafür. Mal gucken. Euch zwei habe ich auch noch wegen einem anderen Grund da. Bei Marvin weiss man es vielleicht schon. Marvin hat sich komplett selbstständig gemacht. Der Luca, Gründer von YouTube, der hat YouTube übrigens erfunden. Das ist ja reduziert schon, genau. Ich habe jetzt vorher so reduziert. Ich bin jetzt noch 2 Tage da gewesen. Und den Rest bin ich schon in Sulgen beim Cycle World gewesen. Dort bin ich jetzt 100%. Das heißt, Genau. wir müssen uns auch von dir verabschieden. Aber Luca, das ist eine harte Nummer. Also, Das du ist bist, richtig, ja, wie das viele ist- Mitarbeiter bist du beim OVG gewesen? Der zweite? Dritte? Dritte. Ich habe Marc immer gesagt, wir müssen YouTube machen, wir müssen. Schau, wo wir gelandet sind. Genau. Schau es dir an. Affengeil. Und irgendwann ist der Marc gekommen und gesagt, Luca, du machst jetzt YouTube. Und ich so, ja, also so habe ich es noch nicht gemeint, aber ja gut. Spannungsregler ist das allererste. Erste Video. Heute machen wir den Töffel in Spannungsregler an. Der läuft ein bisschen schneller und dir putzt ja immer
probieren. Dann habe ich die Ehre, mich im Namen von der gesamten Community und dem Mofacool-Team bei dir zu bedanken für deinen Einsatz. Nicht nur für YouTube von Mofacool, sondern generell. Ich denke, die Firma Mofacool hat stark davon profitiert. Lasst doch mal alle jetzt ganz, ganz viel Liebe in den Kommentaren für Luca da. Das ist wahrscheinlich erstmal das letzte Video, in dem du zu sehen sein wirst, so wirklich. Und wir sagen danke für eine tolle Zeit. Ja, ab in den Wohnwagen, oder? Jetzt mach aus das Ding, Alter. Ja, Nee, ziehen wir uns jetzt aus. Oh, es ist so heiß, können wir wieder raus. Eigentlich ist es voll bequem, gell? Wenn Freddy, Roger, du und ich, wenn wir alle 4 beim Roadtrip in diesem Ding pennen würden. Es ist der nächste Tag. Als ich hier noch gearbeitet habe, gab es die Regel, dass die Tropfschalen geleert werden, wenn sie voll sind. Anarchie, seit ich weg bin hier. Elias im Urlaub, Freddy daheim. Und jetzt müssen Roger und ich wieder ran hier. Außerdem habt ihr den besseren Kaffee hier. So. Was wollte ich jetzt sagen? Wir haben uns diesen wunderschönen großen, da hinten ist er, Schlafanhänger angeschaut. Wäre auch bestimmt geil für unseren Roadtrip, den wir ja nach wie vor sehr bald antreten werden. Nach wie vor sehr bald, ich sag's anders. Nicht ganz so praktisch ist die Größe und das Gewicht. Wir haben keinen Bock damit irgendwie durch welches nun auch immer dann zu ballern. Und deswegen dachte ich, ja gut, wir müssen irgendwas machen. Ne? Und ich meine, was Marc nicht weiß ist, ich habe immer noch den Zugang zu Tutti und ich kann immer noch auf die Firma Sachen kaufen. Und genau das haben wir heute auch gemacht. Ich habe mal wieder zugeschlagen. Wir haben eh zu viel Platz, wie ihr seht. Das Lager beschwert sich schon immer. Hey YouTube-Team, kauft doch noch mehr Scheiß, wo uns dann immer im Weg rumsteht. Wir haben da richtig Bock drauf. Und deswegen kaufen wir heute einen neuen Anhänger, den wir dann auch direkt lackieren und umbauen für unseren Roadtrip, den wir schon sehr bald antreten werden. Wir hauen ab. Hast du die Adresse, Roger? Also das ist bodenlos, Alter. Guck dir mal diesen Sitz an. Ich habe eine helle Hose an. Also wenn irgendwer von euch in einem Autohaus arbeitet, schickt mal bitte Marc irgendwie ein faires Angebot für einen neuen Transporter. Also das ist ja hier bodenlos. So, wir sitzen in der Greta auf dem Weg jetzt zu unserer... warte nochmal. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Nico, heißt er. Auf Tutti hat er da ein paar Anhänger inseriert. Wir hatten kurz Kontakt. Er kennt Mofacool. Ich bin mal gespannt, was er so stehen hat. Wir suchen uns dann einen aus, nehmen ihn direkt mit. Wollen ihn auch in diesem Video schon ein bisschen umstylen. Bei mir kann das Ding ja nicht original bleiben. Irgendwo hier sollte es sein. Navi sagt, schon fast angekommen. Vielleicht kaufen wir einfach alle Anhänger, die er hat. Wir brauchen definitiv diesen Anhänger für den Roadtrip. Ich meine, überlegt mal, was für Mofas wir fahren. Die Blasi, fucking Top Fredo, Alter, die können nichts laden. Ich habe keinen Bock, das alles wieder auf meinen Gustav zu laden. Deswegen schönen Anhänger hinten dran, aber natürlich auch ein bisschen coolen Look. Da, 9. Das ist es. Da stehen doch, Alter, guck dir das an. Das ist ein Anhängerhändler hier. Du bist der Nico, oder? Alles klar, ich glaube, wir sind angekommen. Sali! Hi. Geil, dass geklappt hat. Hi. Ja, hier, richtig, guck dir das mal an, Roger. Auswahl ohne Ende. Die sind alle zu verkaufen, oder? Ja, ja, alle zu verkaufen. Wir nehmen alle. Nein, okay. Einer muss es werden. Alle fahrbereit, ziehbar. Ja, wirklich. Sehen auch richtig. Also, sonst kaufen wir eigentlich immer Müll, aber das sieht ja eigentlich viel zu gut aus für das, was wir uns hier überlegt haben. Aber wir müssen halt gucken, weil wir wollen ja auf den Roadtrip gehen. Wieder, so hast du vielleicht gesehen, wir waren schon mal in Italien. Und dieses Mal wollen wir einen Anhänger mitnehmen. Ein bisschen breiterer ist bestimmt nicht schlecht, weil der ist jetzt zum Beispiel ziemlich schmal. Ja. Der wird wahrscheinlich ein bisschen wackeliger sein, wie so ein, der links zum Beispiel. Der gefällt mir sehr gut. Der da drüben auch, oder? Der hat halt richtig Platz. Eben, da passt halt richtig viel drauf. Ja. Aber beim anderen kannst du das Zeug hier rausschauen lassen. Ja, stimmt, da kann man was rausschauen lassen noch, ne? Einer von den beiden wär's. Wir wollten ja das Holz eh noch ein bisschen cool machen. Vielleicht kann man die hier noch ein bisschen stylisch dann... Der hat halt Speichen, ne? Aber hält halt mehr aus, oder? Ja, oder? Wohl. Ja, Okay. 250 Kilo hat die und die 150. Ah! Dann haben wir uns eigentlich gerade entschieden. Was soll der denn kosten? Jetzt mal die wichtigen, jetzt hier mal über die Finanzen reden. Was kostet der? 160. 160. Komm, ich gebe dir 200, das ist ein Deal. Ja. Alles klar. So macht man Geschäfte, Freunde. Aufs Kundenkonto können wir das draufschieben, Genau, oder? ja. Jetzt, wo du 200 Stutz mehr hast, investierst du hoffentlich gut in Mofas. Hast du welche? Ja, Zeig mal her. 2, 3 So, Stück. oha, dann. Also einmal Ciao, Ah, da, Mofacool-Sticker, ich sehe schon. Geil. dann Poststäffel habe ich auch. Ey, so eins haben wir doch auch bei uns stehen, Roger, oder? So ein Postmuffer hat doch der Marc auch eins. Also dann habe ich nochmal eins, auch nochmal ein Ciao. Das habe ich jetzt gerade neu gemacht und Letzte Arbeiten. Ja. Geil. Also hier sind wir an der richtigen Adresse. Die anderen Anhänger, die sind quasi nach wie vor zu verkaufen. Ja. Also wenn irgendwer einen Anhänger braucht, der Mann ist euer Mann quasi. Ich bin seit einer Stunde wieder bei Mofacool und habe schon wieder 200 Stutz ausgegeben. Dann laden wir den jetzt ein. Du siehst das dann, was wir aus deinem schönen Anhänger wieder gemacht haben. Und du kannst schön weiter an deinen schicken Mofas schrauben. Ja. Alles klar, mach's gut, ne? Ciao. Tschüss. Rollt besser wie so manch anderer Anhänger, den wir schon gebaut haben. Laden wir gerade ein, oder? Ein erfolgreicher Tag. Jetzt schon.
Also es ist schon eine Perle, muss ich sagen. Ist man von mir auch nichts anderes gewöhnt. Da kann Schnäppchenjäger Elias noch einiges von mir lernen. Mike wird stolz auf uns sein. Wir gehen in die Werkstatt, schauen uns das mal an, überlegen uns, was wir heute noch Schönes treiben können damit. Am Ende des Videos wird hier wieder ein kleines Unikat entstanden sein. Bin fest davon überzeugt. Zurück in der Werkstatt, lang waren wir nicht mehr hier. Ich sowieso, aber auch die Jungs sind ja immer unterwegs. Jetzt dachte ich, jetzt wird hier mal wieder richtig oldschool hier bei uns in der Werkstatt was gemacht. Und zwar wollen wir diesen wunderschönen neuen Anhänger jetzt komplett zerlegen. Das heißt, die Räder müssen weg, das Holz muss weg, unsere Schutzbleche müssen weg. Hier ist eh schon ein bisschen, nee, hier drüben war es, leicht verdellt. Das kriegen wir vielleicht noch ein bisschen rausgeklopft. Und dann müssen wir uns für eine Farbe entscheiden. Wir haben ja schon mal vor einiger Zeit einen Anhängerumbau gemacht. Habt ihr vielleicht mitverfolgt. Das war unser Custom-Anhänger, tiefer gelegt, mega Sturz, breite Räder, richtig schicke Felgen. Könnte man jetzt sagen, warum fahrt ihr nicht mit dem? Ich denke, den Roadtrip, den wir uns hier ausgedacht haben für die nächsten Tage, wo wir unterwegs sind, ist ein bisschen ungeeignet, einen tiefer gelegten Anhänger mit mega Sturz mitzunehmen. Deswegen versuchen wir diesen Anhänger nicht zu verschlimmbessern, sondern wirklich nur ein bisschen schick machen. Mehr nicht. Aber die Farbe, die können wir auf jeden Fall anpassen. Haben auch ein paar neue Produkte dafür im Shop bereits für euch erhältlich jetzt. Falls ihr auch mal selbst was lackieren wollt, wir nehmen ja immer qualitativ hochwertige Spraydosen mit 2K Klarlack sogar. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz, wenn wir das dann hier verwenden, wie das genau funktioniert und wie auch ihr dann selbst mit einem relativ guten Ergebnis in der Dose lackieren könnt. Das wollen wir an diesem Anhänger probieren. Einfach damit er ready ist, sobald Freddy wieder am Start ist und auch Elias aus dem Urlaub zurückkommt, möchte ich hier diesen fertigen, abfahrbereiten Anhänger für unseren Roadtrip präsentieren. Wir schleifen das Ding und holen dann die passende Farbe. Fangen wir direkt an mit unseren Rädern. Wir haben uns ja für die Variante mit den Gussfelgen entschieden. Die sind auch echt noch geil, also so, da müssen wir nichts machen an den Rädern. Guck mal, Alter, wie ruhig und sauber die laufen. Jetzt ist es weg. Also wenn es mein Anhänger würde ich ja die ganzen Schutzbleche weglassen. Aber die braucht man, glaube ich, schon für den Roadtrip. Der muss jetzt wirklich funktional bleiben. Also das war davor schon drin, die Delle. Das habe ich genau gesehen beim Kauf. Aufgrund dieses Schadens habe ich ihn auch noch mal gut drücken können mit dem Preis. 160. Guck, ich gebe dir 200. Das ist ein Deal. Wird Max stolz auf mich sein. Hä? Tun wir die in den Flohmarkt. Jetzt geht es noch um unser Holz. Das ist natürlich auch weg fürs Lackieren. Und generell, vielleicht machen wir aus dem Holz auch noch was Cooles. Ich finde es auch geil, dass es alles handfest ist. So schnell geht's. Ich weiß nicht, warum Elias immer so rumtrödelt. Also das schaffen wir heute auf jeden Fall, Roger. Das wird geil. Farben! Wissen wir auch noch nicht, Roger. Schwarz-Rot war mal eine Idee. Jetzt bin ich ganz ehrlich. Vielleicht fühle ich doch ein bisschen was anderes, was Wilderes. Lass mal gucken, was wir alles für Farben da haben. Also so im Shop jetzt aktuell. Wir haben ja ein paar, nicht nur Schwarz und Rot. Und dann suchen wir jetzt einfach hier aus. Ich meine, absegnen lassen müssen wir es nicht. Die wissen ja nicht mehr, dass wir den Anhänger hier bauen. Deswegen suchen wir das jetzt einfach aus und realisieren das direkt. Ab zu den Farben. Hier haben wir jetzt die brandheißen neuen Farben. Wie gesagt, wenn das Video online kommt, werden die bereits im Shop erhältlich sein. Sie stehen jetzt hier beim Roger auf dem Tisch, denn der fotografiert das gerade für unseren Online-Shop. Wir haben Rot, Grün, Weiß, Schwarz, Blau, Orange, Grau. Und ich denke, Schwarz-Rot ist ein bisschen langweilig. Ich fühle dieses Grün enorm, um ehrlich zu sein. Dieses Grau ist auch geil. Wir können die Felgen in einer anderen Farbe lackieren, vielleicht die Schutzblech auch. Sollen wir einfach orange machen? Das kackt den Marc so richtig an. Das ist wieder so, es sollte rot werden, ist aber dann doch orange geworden. Mit Grün, Orange. Grün. Also ich sehe diesen Anhänger in Grau. Entschuldigung. Hey Leute. Ja. Könnt ihr mal euer Maul halten? Ja. Danke. Wir sind ja am Film, weißt du. Den habe ich gerade gekauft. Mega Schnapper gemacht, Alter. So, verzieh dich. Bevor wir lackieren können, vor dem Spaß kommt die Arbeit. Das ist jetzt die eigentliche Arbeit. Lackieren ist immer geil. Das ist natürlich eine Arbeit, die hasst jeder, weil das dauert einfach ewig. So, fertig geschliffen. Super easy, super schnell wie immer. Und jetzt sind wir parat für die erste Farbe. So abgeschliffen sieht er eigentlich auch schon ziemlich geil aus. Das habe ich mir vorher gedacht. Das Problem ist, wenn du jetzt damit fährst, wird er nicht lang so schön aussehen. Der wird sofort wieder matt werden. Und das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen habe ich mich ja entschieden, unter anderem für die Farbe Schwarz. Es wird definitiv jetzt der Rahmen schwarz. Wir wollen nicht, dass es too much wird. Die Felgen bekommen auch noch eine Farbe. Und unser Holz soll ja auch noch ein bisschen bearbeitet werden. Gut schütteln. Dann haben wir hier unseren Aufsatz. Den wollt ihr nehmen. Der hier drinnen ist. Ne? Nicht den Originalen. Den nehmt ihr weg. Und macht den roten drauf. Warum machen wir den roten drauf? Seht ihr das? Was das hier für ein geiler Fächer wird? Damit lackiert ihr Flächen. Jetzt hier beim runden Rahmen wäre der andere doch besser.
Nimmt das schwarze Käppchen, wo bereits drauf ist. Das rote, welches hier dabei ist, das ist für große Flächen, wenn ihr einen ganzen Tank machen wollt. Der hat nämlich hier, seht ihr das? Der hat hier so einen geilen Längsstrahl. Das ist natürlich super cool. Braucht ihr hier aber definitiv nicht. Deswegen bleiben wir beim schwarzen. Nicht zu vergessen, immer mit Schutzmaske lackieren. Wir sind ja jetzt hier top ausgestattet in unserer Profi-Werkstatt inklusive Lackiererei. Deswegen haben wir natürlich auch eine Abluft uns organisiert. Und das pustet jetzt richtig schön hier alles in die Garage, auf Marc seine Mofas drauf, so wie es sein muss. Ich schüttle noch eine Minute und dann fangen wir an. Sieht man das? Wie cool das geworden ist? Rahmen ist nämlich jetzt hier schon wunderschön schwarz. Farben, Decken, echt geil. Also die sind Möwe approved. Kann mit gutem Gewissen hier empfehlen. Jetzt wollen wir die Felgen lackieren. Wir machen sie doch nicht grün, weil ich denke, das wird ein bisschen viel. Schwarz, grün plus Holz noch ein bisschen was machen. Ich möchte nicht, dass es zu viel wird, deswegen haben wir uns für weiß entschieden. Weiße Felgen, schwarzer Rahmen und dieses Holz wird nachher noch ein bisschen flambiert. Schutzblech werden auch noch weiß. Felgen lackieren, Holz flambieren, let's go. Das hat sich gereimt. Safety first. Ich bin zufrieden. Ist richtig schön geworden. Jetzt fehlt nur noch das Holz. Da vorne steht's. Der Bunsenbrenner ist auch schon parat. Wir wollen das Holz flambieren. Das heißt, ein bisschen die Struktur vorholen von diesem schönen alten Holz. Jetzt hatte ich schon das Feuerzeug parat, um das Ding anzuzünden. Wir haben ihn gerade lackiert. Deswegen gehen wir lieber raus, wollen die Bude ja nicht in die Luft sprengen. Eigentlich will ich es gerne neben dem Bus vom Marc machen. Er meinte immer, wenn wir irgendwas mit Feuer machen, ist ihm das enorm wichtig, dass es genau neben seinem Bulli passiert. Haben wir ein Feuerzeug? Das ist ein Feuerzeug, Roger. Ja. Oha. Nobel geht die Welt zugrunde. Signature Feuerzeuge. Jetzt wollt ihr es aber wissen, Leute, hey. Scheint zu klappen. Jetzt im Shop ebenfalls erhältlich, falls ihr auch mal was flambieren müsst. Huch, huch. Also darf ruhig richtig Used Look bekommen, ne? Mal gucken, wie geil die Struktur rauskommt mit dem Feuer hier. Das war ein voller Erfolg, Alter. Wie geil sieht das Holz aus. Bauen wir zusammen. Ui, schau das euch an. Mit dem schön lackierten weißen Rädern, schwarzer Rahmen, Vintage Burnt Wood. Ich klatsche das Ding zusammen und wir schauen uns an, wie das fertig aussieht, würde ich sagen. Keine Zeit verlieren, ranklotzen. Los geht's. So, das ist er also. Unser neuer Mofa-Anhänger für den bevorstehenden Roadtrip. Ihr wisst immer noch nicht, wo es hingeht, deswegen will ich auch gar nichts verraten. Es ist nämlich schon sehr, sehr bald soweit, dass wir uns auf die Socken, auf die Mofas machen und für 7 Tage unterwegs sein werden. Das heißt, das Ding wird uns 7 Tage lang das gesamte Gepäck dann von A nach B mittransportieren. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, auf welchem Mofa würdet ihr denn diesen Anhänger sehen? Die Blasi Elias. Ich bin mit dem Ergebnis sehr, sehr, sehr zufrieden. Was jetzt noch eine wichtige Info ist für euch, Leute. Wir hatten ja heute das Thema Lack und Farben. Das ist jetzt eine ganz normale 1K-Farbe. Deckt mega, ist wirklich auch qualitativ sehr, sehr, sehr eine geile Farbe. Aber wir könnten jetzt theoretisch noch diese kleinen Dosen hier verwenden. Das ist ein 2K Klarlack. Da ist ein Härter drin. Guckt mal ganz kurz rein. Ihr seht dieses kleine Ventil hier. Ihr nehmt einfach diese Dose. Doch bevor ihr hier drauf drückt und losspritzt,
Auf jeden Fall gut schütteln. Und nochmal davor, nehmt ihr das mitgelieferte Tool hier, fahrt das hier ein und dann zieht ihr an diesem Hebel. Das würde den Härter aktivieren. Und wenn ihr dann auf unseren neuen Lack hier das noch drauf sprühen würdet, dann ist das mit einem Härter versehen und somit resistent gegen Benzin, Bremsenreiniger. Es ist einfach ein schön versiegelter Lack. Das ist also super wichtig, wenn ihr zum Beispiel euer Mofa lackiert. Wir haben das jetzt hier bewusst nicht gemacht, denn das wäre ein bisschen Zeit- und Geldverschwendung. Er wird auf jeden Fall leiden auf diesem Roadtrip. Da werden wir früher oder später wahrscheinlich nochmal lackieren müssen und dann machen wir natürlich auch einen Klarlack drauf. Und nur, dass ihr wisst, dieses Produkt ebenfalls jetzt im Shop für euch erhältlich. Jetzt bedanke ich mich aber erstmal, dass ihr heute bei diesem spontan kurzen Projekt in diesem Video dabei wart. Heute Vormittag gekauft, direkt zerlegt, lackiert, Holz cool gemacht und jetzt steht er hier und ist parat für unseren Roadtrip. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann jetzt auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren, dann sehen wir uns auch nächstes Mal wieder. Bis dahin macht es gut und ciao. Beep, 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 beep.